Hi Leute, wir sind hier bei mir in der Küche. Ich bin jetzt wieder zurück. Ich habe jetzt in den 14 Wochen natürlich auch sehr auf die Ernährung geachtet, ja, wenig gegessen, auf ein paar Sachen auch verzichtet, wie gesagt, ja. Trotzdem ist es möglich, jetzt zum Beispiel für mich in der jetzigen Phase, wo ich mich ganz normal ernähre, ja, trotzdem gesund sich zu ernähren, ja. Das heißt, es ist eigentlich für mich persönlich keine große Umstellung, ja, von einer Diätphase, ja, zu meiner normalen Ernährung mittlerweile. Ja, es sind nur Kleinigkeiten. Es ist einmal die Menge von Kohlenhydraten und auch Kalorien, die ich dann zu mir nehme vielleicht, ja, und vielleicht das ein oder andere von Produkten, die ich dann vielleicht im Vorfeld nicht genommen habe, die ich jetzt vielleicht mittlerweile oder jetzt auf jeden Fall das ein oder andere Mal dann in die Gerichte auch mit reinsetze. Ich habe da ein paar Vorschläge. Heute habe ich zum Beispiel meinen Ablauf, wo ich zum Frühstück mein Omelett esse mit Spinat. Ja. Varianten gibt es auch natürlich da. Man kann da auch mit Paprika essen und andere Sachen reintun. Dann zum Mittagessen esse ich dann Hühnerspieße mit Reis und Erdnusssoße und zum Abend esse ich dann Kokosnussreis mit Hackfleisch und Chili. Für das Omelett brauche ich 3 Eier, eine Zwiebel, Milch, Spinat und zu allerletzt Kokosnussöl. Im nächsten Schritt entferne ich die Schale von der Zwiebel und schneide die Zwiebeln dann in dünne Ringe, bevor ich sie dann in die Pfanne bei mittlerer Temperatur anbrate. Danach nehme ich ca. 80 Gramm Spinat und wasche den dann unter kaltem Wasser und tue den danach, ohne abzutropfen, direkt in die Pfanne zu den Zwiebeln dazu. Jetzt schlage ich 3 Eier in eine Schüssel auf, tue dazu einen Schluck Milch und mit Pfeffer und Salz ein bisschen würzen. Wenn der Spinat eingefallen ist, ist er fertig. Der Spinat kommt dann mit den Zwiebeln aus der Pfanne heraus. Ich fette danach die Pfanne mit dem Kokosnussöl ein und schütte dann das Rührei in die Pfanne rein. Jetzt verteile ich den Spinat mit den Zwiebeln gleichmäßig auf den Rührei und drücke das dann mit dem Pfannenwender ein bisschen in das Rührei rein. Für die Marinade für die Hühnerspieße benötigt man eine Schalotte, 2 Knoblauchzehen, Kokosnussmilch, Kreuzkümmel, Chili, Koriander, Sojasauce und Erdnussöl. Zuerst entferne ich die Schale von den Knoblauchzehen und danach presse ich die dann in der Knoblauchpresse.
Die Schalotten, die schneide ich in ganz kleine Würfel, sodass sie wirklich sehr fein sind. Jetzt reibe ich ein Stück Ingwer, circa 2 Esslöffel von der Menge her, fein an der Reibe und tue das auch zu den anderen Sachen zu der Marinade dazu. Danach nehme ich ein Stückchen von der Haut von der Zitrone, die ich auch an der Reibe ein bisschen abreibe, ein bisschen von der Zitrone, was auch in die Marinade reinkommt. Plus eben auch ein bisschen Zitronensaft von der Zitrone selber, wenn ich es aufgeschnitten habe. Jetzt kommt jeweils ein halber Teelöffel von Chili, Kreuzkümmel oder auch genannt Kumin und Koriander dazu, plus 2 Esslöffel Sojasauce und 2 Esslöffel Fischsauce. This is a Ryan Little production. Jetzt schneide ich die Hähnchenbrustfiletstücke in circa 1-2 cm dicke Scheiben, länglich gezogen, und tue sie dann komplett in die Marinade rein, verrühre das alles zusammen und stelle das dann für circa 2 Stunden in den Kühlschrank. So, jetzt kommen wir zur Erdnusssoße. Dafür brauchen wir Kokosnussmilch, Koriander frisch, Curry, Erdnüsse und Erdnusspaste. Ich wiege jetzt 150 Gramm Erdnüsse ab. Ungesalzene und geschälte Erdnüsse, die kommen dann in einen Topf rein, der erhitzt ist. Ich würde es auf die relativ höchste Stufe setzen, sodass auch die Röstaromen dann entstehen können. Das dauert dann ungefähr 5-6 Minuten, dann ist es okay. Danach kommen die gerösteten Erdnüsse in den Mixer rein. Je nachdem, wie man die Erdnüsse in der Soße haben möchte, malt man die Stärke dann in der gewünschten Konsistenz eben. Ich esse meine Soße relativ fein, deswegen ist sie bei mir dann relativ klein gemahlen, die Erdnüsse. Und danach nehme ich die Kokosnussmilch, wiege davon 250 Milliliter ab. Die kommt dann in den Topf rein. Dann kommt dazu circa 2 Esslöffel von der Erdnusscreme, und 1 Esslöffel von der roten Currypaste, die auch dazu kommt, plus dann
die Zitrone, ja, da kommt dann ungefähr eine halbe Zitrone mit reingepresst und das wird dann alles verkocht mit den gemahlenen Erdnüssen später, die kommen dazu, ja, und zu guter Letzt dann, wenn die Soße dann fertig ist, kommen dann die klein geschnittenen Korianderblätter dann dazu. This is a Ryan Little production. Nur Hühnerspieß mit Erdnusssoße und Reis ist ein bisschen wenig, deswegen nehme ich da als Beilage auch ein bisschen Gemüse. Da kommt jetzt zum Beispiel eine Paprikaschote, die ich in dünne Streifen schneide, die ich danach in einer Pfanne anbrate. Dazu kommen Sojakeime, die ich vorher mit Heißwasser abwasche und dann auch in die Pfanne mit dazu tue. Und zu guter Letzt kommt auch noch eine Möhre, die ich dann klein schneide in dünne Streifen, die auch dann mit zu den Sojakeimen und zu den Paprikaschoten mit in der Pfanne angebraten werden. This is a Ryan Little production. Ich nehme jetzt die Hühnerbrustfiletstückchen und schiebe sie jetzt einzeln auf einen Holzspieß. So, wenn ich alle durch habe, dann lege ich dann ca. 4 bis 5 Hühnerspieße in eine heiße Pfanne und brate sie dann
circa 2 Minuten von allen beiden Seiten kurz und scharf an. Kokosnussmilch, Hackfleisch, Rinder-Tatar, ja, oder auch, man kann das auch kaufen mit 5% Fettanteil im Hackfleisch, das ist das gleiche eigentlich. Zum Braten Kokosnussöl, 2 Chilischoten, man kann natürlich auch noch schärfere nehmen, ja, Jalapenos, ja, oder Habaneros kann man dazu nehmen, wie gesagt 2 Stück, wird natürlich noch heißer. Dann haben wir dazu noch Knoblauchzehen, 3 Stück, Fischsauce und Sojasauce mit den Reis. Ich nutze den Tilda-Reis, der ist von der Qualität her besser. Der wird auch größer und länger, die Körner, wie gesagt, ja. Und er schmeckt auch komischerweise besser. Ich habe früher immer gedacht, Reis, das ist alles das Gleiche. Ist es im Endeffekt nicht. Es ist schon ein Unterschied zwischen einem Reis, der 1,50 € kostet das Kilo, oder der Reis, der 6 € kostet das Kilo. So, das sind dann ungefähr rund so, ja, 400, 500 Milliliter ungefähr, ein halber Liter ungefähr. This is a Ryan Little production. So, entscheidend jetzt eigentlich dabei ist, dass der Reis jetzt stehen bleibt, circa 30 Minuten. Ich nehme dann hier mein Kokosfett. Hier nehme ich dann ungefähr so einen Teelöffel, das reicht. Und dann kommt man das da reintun. Es wird ein bisschen dunkel, man kann es auch ein bisschen sehen hier. Ist der Zeitpunkt gekommen, um auch die Chilischoten reinzutun, mit den Kernen dabei. So. Dann tut man das Hackfleisch dazu.
Kommen wir zu den Soßen. Und zwar nehmen wir jetzt 2 Esslöffel Fischsaus. So. Und 2 Esslöffel helle Sojasauce. Perfekt. So, jetzt gehe ich mal Basilikum dazu holen. Ich tropfe den extra nicht so extrem ab, ich lasse es relativ in so auch nass. Ja. Wenn man auch eine Restfeuchtigkeit noch drin hat in dem Fleisch hier, dann hat man das dann hier so schön